Wie bringe ich ihn um in 10 Tagen? Von Romy van Mader. Vorbemerkung. Liebe Leserin, lieber Leser, die Geschichte, die Sie in den Händen halten, ist ein Kind des magischen Realismus. Sie ist in einem Raum entstanden, in dem das Alltägliche und das Wunderbare Hand in Hand gehen, in dem die Grenzen zwischen dem, was wir für möglich halten, und dem, was unsere Vorstellungskraft erschafft, fließend sind. Als Romy van Mader habe ich meiner Fantasie in diesem Werk freien Lauf gelassen. Die Ideen hierfür entsprangen einer Mischung aus kreativer Inspiration, sozialen Beobachtungen und sorgfältigen Internetrecherche. Mir ist es wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um ein rein fiktives Werk handelt. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen oder Reptus sind reiner Zufall und nicht beabsichtigt. Die Charaktere, ihre Motivationen und die Ereignisse sind Produkte meiner literarischen Schöpfung und spiegeln keine realen Begebenheiten wider. Tauchen Sie ein in diese Geschichte, die Sie zum Schmunzeln bringen soll. Nichts mehr und nichts weniger. Denken Sie aber immer daran: Fiktion ist fantastisch, das echte Leben ist noch viel gefährlicher. Viel Spaß beim Leben, Lieben und Lesen. Ihre Romy van Mader. Wie bringe ich ihn um in 10 Tagen? Bis zum Herbst, wo die Knollenblätterpilze wieder wuchsen, wollte ich nicht warten. Ich wollte es schnell und unkompliziert. Doch es dauerte länger und war teurer als gedacht. Zudem wunderte ich mich, warum er nicht endlich die Biege machte. Es konnte sich bei meinem Lebensgefährten unmöglich um ein menschliches Wesen handeln, jedenfalls nicht zu 100%. Es war auch für mich ein kräftezehrender und vor allem mit großem Aufwand verbundener Abschiedsprozess. Doch ich hatte der Menschheit, um nicht zu sagen der ganzen Welt, einen großen Gefallen erwiesen. Und ich war nicht einmal die Mörderin. Man könnte sagen, ich war beteiligt, aber der eigentliche Killer war, wen wundert es, ein Arzt, und zwar sein eigener. Zurück zum Anfang. Es war an einem Donnerstagvormittag, irgendwann im späten Frühjahr. Da erhielt ich einen Anruf. »Du, das Auto deines Mannes steht vor dem Eingang der Puffsauna Lockenpracht. Heute ist da gemischter Betrieb.« Ich hielt kurz inne und erwiderte, Bernd, kann es nicht sein, der hat heute wichtige Termine in Leipzig. Aber danke fürs Bescheidgeben.« Kaum aufgelegt, überlegte ich, ob ich meiner Intuition und diesem Hinweis nachgehen sollte. Obwohl ich niemals meinen Mann kontrollieren und ihm nachspionieren wollte, tat ich es. Und zwar genau jetzt. Die Tesla-App war schon lange auf meinem Smartphone installiert und so war es mir ein leichtes zu überprüfen, wo er mit dieser mir unheimlichen Überwachungsmaschine entlangfuhr oder in diesem Fall, wo er parkte. In dieser stromgeladenen Blechbüchse bekomme ich immer Kopfschmerzen und ich vermied es mitzufahren oder gar selbst Hand ans Steuer zu legen. Einen Herzinfarkt in einem Tesla, der danach womöglich noch Feuer fing, das galt es zu vermeiden. Aber für meine ab jetzt stattfindenden Überwachungsmaßnahmen war dieses angebliche Auto der Zukunft allerbestens geeignet, und ich freundete mich mit ihm an. Sagenhaft, was man da alles so entschlüsseln konnte und zu sehen bekam. Mitfahrende und selbst um das Auto herumschleichende und ahnungslose Menschen wurden gefilmt. Ich verbrachte die nächsten 2 Stunden damit, gebannt darauf zu starren, was um das Tesla-Auto passierte, bis es soweit war und Bernd mit einem breiten Lächeln in seinem dümmlichen Pizza-Schweinegesicht mit Extraportion Tomatensauce on top, so knallrot und triefend war seine Visage, zurückkam. Zu meiner Freude war Bernd an manch vergangenen Tagen nicht der Allerhellste, und ich musste oft über ihn lachen. Erst recht, wenn ihm so gar nicht zum Lachen war.
Wenn ich es recht bedachte, war ich diejenige von uns, die ihre Mundwinkel nach oben ziehen konnte. Seine hingen immer schlapp herab. Bestenfalls zog er mal einen nach oben, wenn er sich über andere und deren Dummheit aufregte, als eine Spottgebärde. Ja, so war er. Dumm. Für den ganz großen Fang reichte es nicht. Dafür war er einfach zu dämlich. Aber im Märchenerzählen war er ein großer Meister. All diese Anekdoten, die er mir zum Besten gab und die ich anfangs noch alle glaubte, platzten wie bunt schimmernde Seifenblasen in der knallhellen Sonne. Peng, Platsch, Peng. Eine Lieblingsgeschichte von ihm war es, anderen glaubhaft zu machen, dass er einen reichen Onkel in Amerika hätte und der es nicht mehr lange machen würde. Diese Story gab er immer dann zum Besten, wenn er Geld benötigte. Von mir bekam er aber schon lange nichts mehr. Auch in Sachen Sexleben war komplette Ebbe. Frauen spüren es einfach insgeheim, noch bevor sie sich darüber im Klaren werden, dass der Alte andere flachlegt. So war ich es auch, die ihn abblitzen ließ. Mir ging es gesundheitlich nicht so gut. Einige Vorfälle im beruflichen und privaten Umfeld ließen mein ansonsten gesundes Immunsystem etwas einbrechen. Hinzu kam noch ein riesiger Sendemast, der nicht nur scheiße aussah und mir nicht nur die schöne und einstmals freie Aussicht zu den Feldern und Wiesen verdarb, sondern möglicherweise auch die Ursache war, dass so viele in unserer unmittelbaren Umgebung an den verschiedensten Zellirritationen und Mutationen erkrankten, ohne weiter ins Detail zu gehen. Aber man kann sich immer helfen. Möglicherweise im Nachhinein betrachtet war der Sendemast auch schuld daran, dass ich den Entschluss fasste, Bernd umzubringen. Da sich das stählerne und strahlende Ungetüm nicht so einfach beseitigen ließ, Bernd hingegen umso einfacher entfernen. Wie ich darauf komme? Unser trautes Heim, das ich vor 3 Jahren im Sommer auf sein Ansinnen, eine Traumlage und eine Traumausstattung zu einem Traumpreis angemietet hatte und das der Idiot später in seinem Größenwahn kaufte, ohne sich genau über dieses Haus zu erkundigen, stellte sich als Bruchhaufen mit 5G-Strahlenfeld heraus. Denn es sollten noch 2 weitere dieser Ungetüme folgen. Aber ich sagte ja bereits, er war einfach zu dämlich für alles. Selbst zum Taxirufen war der Idiot zu doof. Der Witz dabei ist, Bernd war selbst Immobilienmakler. Er hätte also um die Irrungen und Wirrungen auf dem Immo-Markt wissen sollen, wenn er einen sogenannten C34-Schein gehabt hätte, eine Art Lizenz, um als seriöser Immobilienmakler tätig zu sein. Hatte er aber nicht. Das stellte sich erst viel später heraus. Hätte ich nicht zu jenen Maßnahmen gegriffen, zu denen ich gleich komme, dann hätte Bernd sicherlich eines schönen Tages in der Sauna einen letzten Atemzug genommen mit einem Stück Seife im Maul. Viel zu viele hatte er geprellt und über den Tisch gezogen. Ganz zu schweigen von jenen, die bis heute noch auf ihr Geld warten. Jedenfalls bekam er von mir keinerlei Geldscheine, auch keine Geldmünzen mehr, um diese Bruchbude zu sanieren. Erstens hätte er mit diesem Geld alles, aber nicht das Dach neu decken lassen. Womöglich wäre der Zaster direkt in diverse Seitenslips gewandert. So oder so, selbst wenn das Dach neu gewesen und die Dämmung auf Vordermann gebracht worden wäre, der Sendemast stand da und strahlte. Und ich wollte da weg. Nur leider ließ sich die Bude nicht verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich noch mit ihm gemeinsam in ein neues Haus ziehen. Das änderte sich dann schlagartig mit dem Anruf an jenem Donnerstag im späten Frühjahr. Da wusste ich es, dass er mich die komplette Zeit von vorne bis hinten und von oben bis unten verarscht, betrogen und belogen hatte. Und das macht man mit mir nicht ungestraft. Never! So hockten wir nun also in einem Haus, wo sich das Regenwasser durch das undichte Dach den Weg in unsere Gemächer suchte, die Gemäuer nicht ausreichend gedämmt, von den Fenstern ganz zu schweigen, waren, und wir heizen konnten wie die Weltmeister.
Im Kopf summierte ich die Beträge, welche ich in unsere leidenschaftlichen Phasen frei von Sinn und Verstand in seinen Lügenarsch gestopft hatte. Es war eine beträchtliche Summe. Mittlerweile wusste ich natürlich, die ungeöffneten Briefe in seinem Büro waren ein Beweis mehr, dass ich dieses, mein Geld, von ihm nie wiedersehen würde. Freiwillig würde er seine eiserne Reserve niemals herausrücken. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und weil er ja so möchtegern schlau war und ich in seinen Augen naiv, ließ ich ihn noch eine Weile in diesem Glauben. Alles zu seiner Zeit. Bis zum finalen Ende war es noch eine lange Strecke, länger als vermutet. Für genügend Witz und Unterhaltung sorgte ich, indem ich mir unser Zusammensein auf seine Kosten versüßte. Erfinderisch war ich schon immer, und es machte mir ein großes Vergnügen, ihn mit seiner eigenen Dämlichkeit zu konfrontieren. Einmal, obwohl ich ihm so oft sagte, dass er mit den Schlüsseln seiner Kunden sorgfältig umgehen sollte und diese nicht einfach in einen alten Beutel werfen sollte, nahm ich kurzerhand 2 Schlüssel aus diesem metallischen Klimpersack und wartete ab. Eine Stunde später fuhr er auf den Hof und hatte mal wieder eine seiner panischen Gesichtsentgleisungen. Er schrie wie ein wild gewordenes Hausschwein um sich, und ich fragte ihn ganz nett: »Schatz, was ist denn?« »Ausgesprochene Scheiße! Alles ein Riesenhaufen Scheiße! Ich verstehe das nicht! Der Schlüssel muss hier irgendwo sein!« Dabei pflügte er mit seinen Wurstfingern durch seine dunkel gelockten Haare wie ein gestresster Bauer kurz vorm Gewitter mit dem Äcker übers Feld. »Ja, was denn für ein Schlüssel?« gab ich mich ahnungslos. »Na, der für die scheiß Villa von diesem bekloppten Opernsänger! Oh, so ein Scheißdreck!« Ich reagierte gelassen und zuckte mit den Schultern. »Wie oft doch habe ich dir gesagt, du sollst auf die Schlüssel deiner Klienten besser Acht geben?« und wieherte insgeheim in mich hinein. Ein weiteres Schmankerl für mich war es, ihn in die Irre zu führen. Der Vollpfosten hatte alle 2 Jahre ein neues Smartphone, weil er zu blöde war, sich zu merken, wo er sein aktuelles digitales Kleinbüro gelassen hatte. Dann musste wieder ein neues Handy und eine neue SIM-Karte her. Und kurz darauf fand sich das alte Telefon wieder auf. »Ach, hier bist du! Das hätte ich mir ja denken können«, sagte er dann ganz freudig erregt, als hätte er seine auf Nimmerwiedersehen verschollen geglaubte Lieblingsmurmel im Sandkasten freigebuddelt. Dass sich die Dinger stapelten, muss ich dir ja nicht sagen. Die veralteten SIM-Karten nahm er raus und zerschnitt diese. Er erfreute sich an seinem neuen Spielzeug, worauf er sogleich die App seiner Haus- und Hofbank, seines Tesla-Mobils, seiner Lieblingsshops, seines Lieblingschat-Anbieters und viele mehr installierte. Irgendwann und irgendwie bekam ich sein neuestes Smartphone in die Hände, verriet es ihm aber nicht. Als er nach 2 Stunden die Suche nach seinem digitalen Freund erfolglos abbrach, setzte er sich ins Auto und fuhr schnell, aber Tesla leise, wobei er eine große Staubwolke über den Hof aufwirbelte und davonfuhr, um sich bei seinem Lieblingshändler mal wieder ein neues zu kaufen. Was dachte der sich? Nun, wahrscheinlich dasselbe wie ich. So ein Depp. Sein Telefon schaltete ich natürlich gleich aus, nachdem ich es in die Hände bekam. Die Dinger hatte er ja mit einem Überwachungsmodus ausgestattet. Ich wusste nicht ganz genau, wie präzise der Überwachungsradius war. Das ließ ich aber ganz leicht herausfinden. Eines Nachts, ich stellte mein Telefon auf Vibrationsalarm, wir schliefen getrennt, dennoch Wand an Wand, und das mit der nicht vorhandenen Wärmedämmung hatte ich ja erzählt, was sich auch als nicht vorhandene Geräuschdämmung bemerkbar machte. Jedenfalls schaltete ich sein mal wieder verloren gegangenes Handy ein und sogleich wieder aus und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen klopfte er an meine Tür. »Du, ich glaub, es geht los. Hier, heute kurz nach Mitternacht war mein altes Handy an. Da will sich jemand mit mir einen Scherz machen.«
Ich fragte gähnend und noch sichtlich müde nach. »Aha, und wo genau hat es sich denn eingeschaltet?« »Das weiß ich nicht, aber das muss ja irgendwo im Haus gewesen sein.« Mit aller Macht versuchte ich, mein Lachen zu unterdrücken, denn mir kam eine weitere Idee, wie ich ihn um den Verstand bringen konnte. Aber ich biss mir auf die Unterlippe und flüsterte beruhigend: »Bernd, wer soll dich denn schädigen wollen?« »Oh, da fallen mir aber viele...« Schnell biss er sich nun auf die Unterlippe, winkte ab, kehrte mir den Rücken zu und verschwand. So, dachte ich bei mir. Der Tag verging, die Nacht brach herein und es graute so langsam der Morgen. Erneut schaltete ich kurz sein Handy, es war diesmal noch später, die Uhr zeigte 4:30 Uhr, ein und gleich wieder aus und schlief zufrieden ein. Dann schrieb ich einige Tage später: »Hallo Bernd, hier ist dein Handy. Vermisst du mich?« Da der Titel aber nicht lautete, »Wie bringe ich ihn um den Verstand in 10 Tagen?«, waren diese Scherze für mich als ein kleines Bonbon anzusehen, welches mir das Leben mit ihm in diesem Haus und sein baldiges Ableben auf groteske Weise versüßte. Zuerst, das hatte ich in einem Buch gelesen, verabreicht man den Sterbeunwilligen 3 bis 4 Pipetten Lithiumtropfen à 2 Milliliter und steigert das dann von Tag zu Tag. Ziel war es, den Kreislauf des Auserwählten nach einem Monat gänzlich zum Erliegen zu bringen. Doch selbst nach 2 Monaten Dauerzufuhr, ich war mittlerweile bei einer Dosis von 1 Flasche pro Tag angelangt, die ich ihm in seinen Morgenkaffee kippte, blieb der ersehnte K.O.-Effekt aus. Dafür hatte er immer schön die Hose voll. Das Zeug war relativ geschmacksneutral. Davon abgesehen hätte ich Bernd auch Rizinusöl verabreichen können, denn der hatte durch seinen täglichen Coca-Cola-Konsum sowieso keinen Geschmack mehr. Aber auf Dauer war der Mist arschteuer. Jedoch unbezahlbar waren seine blitzschnellen Gänge zum Klo, ob zu Hause oder sonst wo, und sein Gejammer: »Aua, haben wir noch Penatencreme im Haus? Mein Arsch brennt so!« Darum beschloss ich, dem Ganzen noch mehr Feuer zu verleihen, und ich kletterte abends über den Zaun in das Grundstück meiner lieben Nachbarin Gertrude, die oft sagte: »Wenn du mal was brauchst, bei uns wächst so einiges, was gut für einen heilsamen Kräutertee ist.« Ich pflückte einige Blüten ihres großen Blauregenstocks und rührte aus Wisteria einen schönen Anti-Dünnpfiff-Vitaminshake für ihn an. Einerseits kontrollierte er mich, andererseits vertraute er mir. Möglicherweise gehörte diese unlogische und innere Zerrissenheit zu seiner gestörten Persönlichkeit. So schluckte er den Saft und ich wartete ab. Eine Stunde später leuchtete er feuerrot und japste nach Luft. »Schatz, hast du eigentlich eine Allergie?« fragte ich ihn in der Hoffnung, er hätte mir sie verheimlicht und ich könnte noch etwas mit Erdnuss nachhelfen. Aber er schüttelte nur seine riesengroße und rote Birne. Sein Gesicht schien sich zu deformieren. Ich bemerkte graue und grüne Warzen an seinem Hals und seinen Händen. Er rannte, wie gewohnt, zum Klo und kam in alter, dämlicher Verfassung zurück. Das war's, aber leider nicht für ihn. Und ich wunderte mich nur. In der Nacht, die ruhig, also ohne Klogerenne und Klospülung verlief, überlegte ich mir, was zu tun war, da der Blauregen nur vorübergehend bei ihm Wirkung zeigte, nämlich in Form von Hitze und Hautausschlag. Doch seine Wahnvorstellungen nahmen zu. Ich glaube, ich werde verfolgt. »Aha?« fragte ich neugierig zurück. »Und von wem?« »Tja, wenn ich das mal wüsste! Ich hab ja niemandem etwas getan!« log er frech. Wir schauten uns an und er versuchte zu lächeln. Das gelang ihm aber nie. Das sah aus, als würde man bei Chucky, der Mörderpuppe, die Mundwinkel nach oben ziehen. Mir fielen spontan noch an die 20 Leute ein, denen er Geld schuldete oder die er betrogen hatte.
Und mit Sicherheit gab es noch so einige mehr. Sein nachlassendes Denkvermögen und seine Wahnvorstellungen konnte ich mir aber zum eigenen Vergnügen zunutze machen. Und so legte ich seine zuvor abgelegten Sachen, wie Schlüssel, Portemonnaie, an einen anderen Platz, um ihn noch verrückter zu machen. Ein Spaß war das. Dann bekam ich mit, dass er einer Bekannten von einer Bekannten den Hof machte. Diese Spielchen von ihm kannte ich ja bereits zur Genüge, und ich ließ in einem Gespräch ganz nebenbei fallen: »Hast du schon gehört, die Bettina Oettelmann hat die Syphilis?« So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie er diese auf seiner Chat-App blockierte. Dämlich und strunzdoof. Der und die. Solche täglichen kleinen Freuden brachten mich aber nicht ans Ziel. Meine nächste Wahl fiel auf die Tollkirsche, auch als Zugabe in einem als Vitaminshake getarnten Giftcocktail, welchen er trank. Kurz darauf nahm er auf der Couch Platz, tippte irgendetwas in sein Smartphone und kippte in Zeitlupe auf die Seite, die Augen geschlossen. Das wird doch nicht endlich so weit sein, hoffte ich insgeheim, und als ich etwas näher ging, sprang er auf, die Zunge weit rausgestreckt, die gespalten wie bei einer Echse aussah, und rannte zur Kloschüssel. »Jetzt stirb doch endlich«, hoffte ich weiter, aber er kam zurück. Nach 20 Minuten kam er zurück, sichtlich müde, aber dennoch auf beiden Beinen stehend, und ich verließ frustriert das Haus, ging spazieren und verlor mich in ein Selbstgespräch. Also muss ich doch bis zum Herbst warten, um ihn dann final den grünen, besser noch den weißen Knollenblätterpilz zu verabreichen. Oder gibt es noch irgendeine andere Variante? Am Abend offerierte er mir sichtlich freudig, dass er in 3 Tagen übers Wochenende mit seinem Kumpel auf einen Seetrip eingeladen worden sei. »Obwohl du Durchfall hast?« fragte ich verwundert. Er winkte ab. »Wofür gibt es das Meer? Ein besseres Wasserklosett findet sich nirgends.« Er lachte dümmlich, so dumm wie seine Antwort war. Auf den Gedanken, mich zu fragen, ob ich mitkommen würde, kam er natürlich nicht. Warum auch? Schließlich waren er und sein bester Buddy ja nicht nur zum Segeln, sondern auch zum Abschleppen an Bord. Ich wäre da nicht mitgefahren. Ich kannte die kleine Scholle. Da über Bord zu gehen und nicht wieder eingefischt zu werden, diese Gefahr war mir zu groß. Die Blödmänner konnten leider nicht untergehen. Die trugen immer ihre orangenen Schwimmwesten, da beide nicht schwimmen konnten. Deppen halt. Ich setzte die Tropfen ab, sodass er nicht auf den Verdacht kam, dass er nur Durchfall hatte, wenn er zu Hause und bei mir war. Woran man alles so denken muss. Das Wochenende rückte näher und er war sichtlich gut drauf, da er keine Flitzekacke hatte und wieder den großen Affen markieren konnte. Er war erstmal weg und ich hatte sturmfreie Bude. Als ersten Akt klebte ich die Kamera am Hauseingang ab. Sein Tesla parkte ja bei seinem Kumpel auf dem Hof, somit war ich spionagefrei. Glücklich legte ich die Beine auf den runden Glastisch im Wohnzimmer und bestellte mir die eine oder andere Nettigkeit, welche bereits am nächsten Tag, Prime sei es gedankt, auch schon geliefert werden sollte. Ich trank einen Shake aus Äpfeln, Bananen und Erdbeeren, kontrollierte sein Tablet und sah mir all die Fotos von ihm nackt mit seinem Kumpel auf dem kleinen Fischerboot an und wie sie sich feierten, als wären sie auf einer Millionärsjacht, diese Idioten. Natürlich waren auch 2 Frauen dabei, eine hässlicher als die andere. Den Gesichtern der beiden Fregatten war anzumerken, dass sie sich ihren Wochenend-Seetörn mit den beiden Möchtegern-Millionären anders vorgestellt hatten.
Ein paar Stunden später machte ich mir den Spaß und löschte eine Vielzahl dieser digitalen Sinnlosigkeiten und insbesondere Geschmacklosigkeiten aus seiner Cloud. Am nächsten Tag, es war früher Nachmittag, klingelte der Amazon-Bote und eine Sekunde später klingelte auch mein Phone. Bernd war dran. »Hast du was bestellt?« fragte er und klang dabei hörbar nervös. Ich antwortete ganz gelassen. »Nö, wieso?« »Aber da hat doch jemand geklingelt«, hakte er nach. »Woher weißt du das?« fragte ich. »Na, weil mir das hier angezeigt wird. Ist unsere Kamera kaputt?« »Unsere ist gut«, dachte ich bei mir und antwortete in einem ruhigen Ton. »Keine Ahnung, ich kontrolliere das nicht, weiß auch gar nicht, wie das geht.« Und wünschte ihm noch einen schönen Urlaub, um ein paar Minuten später selbst die Klingel auszulösen. Und wieder, nur eine Sekunde später, klingelte mein Phone. »War jetzt jemand da?« Und ich antwortete, »Nein, hast du Langeweile? Entspann dich, ich hab hier alles im Griff.« Wie sehr erfreute ich mich an der Vorstellung, dass er durch seine Wahnvorstellungen und seinen Kontrollverlust an Bord wie wild hin und her sprang, dabei von der Querstange erfasst und tödlich verletzt wurde, was ja ganz leicht herauszufinden war. Und ich drückte abermals den Klingelknopf. »Was ist denn bei dir los? Feierst du eine Party oder was?« »Bernd«, beruhigte ich ihn. »Hier klingelt niemand, hier ist auch kein Mensch außer mir.« Und das Spiel spielte ich weiter und weiter. Als mich dann meine Nachbarin Gertrude anrief, »Sag mal, der Bernd ruft mich an, ob auf eurem Parkplatz fremde Autos stehen und ob du Besuch hast. Ich soll mal gucken gehen. Spinnt der jetzt?« Ich lachte und antwortete, die Antwort verkneife ich mir. Und dann machte ich mir noch einen Mordsgaudi. Als ich wieder an der Tür den Klingelknopf drückte und Bernd zur Weißglut brachte und er mich kurzerhand und vollkommen außer sich fragte, wer da zum Kuckuck klingelt, da sagte ich ihm, »Du, diesmal hat es wirklich geklingelt. Da stand ein Mann im Anzug und mit Aktenkoffer vor der Tür. Den kannte ich nicht und ich habe ihm auch nicht aufgemacht.« Da war dann großes Schweigen am Telefon. Er legte auf und ich wusste, jetzt hat er noch mehr zum Nachdenken. Er kam ausgelassen, zufrieden und stinkend zurück. Seine Sachen schmiss er mir vor die Waschmaschine mit den Worten, »Hier!« »Wie war's denn?« fragte ich ihn mit einem Lächeln im Gesicht. Er blickte mich mit einer tiefen Zornesfalte und verächtlichen Blick an. »Wie schon? Geil!« »Dir scheint es ja wieder besser zu gehen?« fragte ich. »Ja, die Scheißphase habe ich offenbar überwunden.« Er pfiff ein Liedchen und haute mit seiner weißen Überwachungskiste ab. »Warte nur, mein Freundchen, freu dich nicht zu früh.« Auch ich hatte genügend Zeit zum Nachdenken gehabt. Und mir kam der Gedanke, dass die tödlichsten Pflanzengifte für ihn zu schwach waren. Denn er war einfach zu hohl und daher alles durch ihn durchlief, ohne dass etwas hängen blieb. Also selbst kein Gift. Also brauchte ich noch etwas Stärkeres. Vielleicht eine Kombination aus Lithium und einem anderen Pflanzengift, das selbst einen Steinriesen zum Umfallen und nie mehr aufstehen bewegen würde. Also musste ein weiteres Gift her, diesmal in Kombination. Nitratpögelsalz mit Eibennadeln. Eine Eibe wuchs bei Gertrude. Ach, die Gute! Wenn die nur wüsste, welchen Giftschatz sie mir mit ihren Gartenbepflanzungen darbot. Zuvor musste ich ihn aber wieder langsam an das Durchfallszenario gewöhnen. Ich fing wieder mit wenigen Tropfen an und am 3. Tag bekam er die volle Dröhnung. »Oh, es geht schon wieder los. Was ist das bloß für eine Scheiße?« Ich antwortete ihm, »Oh je, das ist bestimmt der ganze Stress. Im Urlaub bist du entspannt und hier mit deiner Arbeit und deinen Kunden.« »Ja, da kann was dran sein.«
Als er sich die Nacht die Eingeweide aus dem Leib geschissen hatte, gab ich ihm am Morgen darauf meine spezielle Mischung aus Eibennadeln und Nitratpökelsalz. »Oh, das schmeckt aber salzig, das trinke ich nicht.« »Doch, musst du. Da sind wertvolle Mineralien drin, die du ja alle rausscheißt. Und was draußen ist, muss wieder rein. Oder willst du zum Onkel Doc?« Aber auch hier passierte nichts Neues. Außer den gewohnten Zuckungen und Gesichtsentgleisungen, an die hatte ich mich mittlerweile schon gewöhnt. Es war zu komisch, dass er scheinbar auf alle Gifte dieser Welt immun zu sein schien. Wobei, noch hatte ich ja nicht alles ausgeschöpft und erfreute mich erstmal an seiner Rennerei, Tag und Nacht aufs Klo. Lithium als das Abführmittel meiner Wahl hatte eine Reaktionszeit von 6 bis 8 Stunden, sodass er nie mit meinem für ihn gebrühten Kaffee oder dem von mir gerührten Shake in Verbindung brachte. Dieser Idiot. Eine weitere Freude war es mir, da der Affe, wie ich über eines seiner Tablets sehen konnte, sich bereits nach anderen Wirten, wie ich eine Wirtin für ihn war, umsah und Fotos aus seinem ach so glamourösen Immobilienmaklerleben verschickte. Dabei war eines, das ihn in einem Fahrstuhl zeigte. Das linke Bein in die Fahrstuhltür geklemmt, so dass diese nicht zugehen konnte. Das andere Bein gebeugt. Das sah aus, als machte er sich bereit zum Scheißen. Ein dümmlicher, fast schon entrückter Blick zum silbern-metallischen Fahrstuhldach und ein Lächeln, welches einen Reißzahn offenbarte. Wem bei dem Anblick dieses Fotos, welches er übrigens auch auf Social Media postete, nicht das blanke Entsetzen packte oder in meinem Fall der größte Lachanfall überkam, dem wusste ich auch nicht mehr zu helfen. Denn es muss so oder so allen bei diesem Anblick klar geworden sein, dass er total krank oder total ballerballer war. Oder beides. Und genau dieses Foto sollte dann das Finale einläuten. Mehrere seiner Kumpels, allesamt so blöd wie er, riefen ihn an und drängten ihn, zum Arzt zu gehen. »Alter, dieser wochenlange Durchfall geht dir doch aufs Hirn, Mann! Mach was! Geh zum Arzt!« Erst weigerte er sich, doch als er sich bei einem wichtigen Besichtigungstermin vor den Augen einer amerikanischen Geschäftsfrau mit lautem Geschrei in die Hose schiss, wusste er, dass es nun endlich soweit war. Er rief seinen besten und erfolgreichsten Kumpel an, der auf Kosten einer alten, dafür stinkreichen Witwe lebte und einige Tage in der Woche auch mit ihr das große Bett in ihrer Villa teilte. Jedenfalls fuhr der Kumpel ihn zu einem Top-Doc. Und was macht so ein Top-Doc? Eine Koryphäe wie Dr. Klügei braucht keine großen Tests oder Untersuchungen. Er sah seinen Patienten sofort an, was ihnen fehlte. Wie in diesem Fall auch Bernd. Sie benötigen mal eine richtig solide Antibiotikumkur. Während der Antibiotikumeinnahme, ich nenne sie AB 1.0, ließ der Durchfall nach. Bernd froh, ich nicht. Und nach dem letzten Pillchen wartete ich 3 Tage und legte wieder los mit meinem speziellen Dünnschiss-Kaffee. Mei, was hatte ich für einen Spaß, als ich in der Nacht ihn unter großem Gefluche und Gejaule zum Klo rennen hörte. Dann der wundervolle Klang der Toilettenspülung. Nach dem 5. Mal zählte ich nicht mehr mit und schlief tief und fest und zufrieden bis zum nächsten Morgen. Da saß er. Er schien über Nacht büschelweise Haare verloren zu haben. Er starrte mich mit grün-grauen Augen an. Die Pupillen waren wie Striche. Das war befremdlich. Ja, vielleicht hatte ich mich aber auch verguckt. Jedenfalls freute ich mich innerlich darüber, dass er aussah, als wäre er frisch aus der Klapse abgehauen. Ich ließ mir meine Freude natürlich nicht anmerken und fragte ihn mit besorgter Miene: »Bernd, Schatz, du siehst ja nicht gerade ausgeschlafen aus. Erst mal ein Käffchen, hm?« 2 weitere Tage hielt er die nächtlichen Dünnschiss-Attacken aus.
Dann ließ er sich wieder von seinem Kumpel zum Arzt fahren. Selbst hinterm Steuer zu sitzen, dazu fühlte er sich mittlerweile nicht mehr imstande. Und ich konnte ihn nicht fahren. Ich hatte sehr wichtige und zahlreiche Termine. Sonst gerne, Schatzi. Es folgte eine weitere Verordnung einer Antibiotikumkur, kurz AB 2.0. Na, das war wohl zu harmlos, da werden wir noch einen draufsetzen. Die Erklärung des selbsternannten Superdocs Dr. Klügelei war, dass Bernd sich Bakterien zugezogen hatte. Wahrscheinlich von seiner letzten Operation am Oberkiefer. Da war dann wohl das verschriebene Antibiotikum schuld daran, dass er jetzt mit dem Durchfall so zu tun hat. Auf meine Frage, da war kurz ein Aufflammen von Mitleid. Hin, du erzählst mir gerade, dass dein Superdoc dir ein weiteres Antibiotikum verschreibt, obwohl er der Meinung ist, dass deine Magen-Darm-Probleme von einem solchen Medikament ausgelöst worden seien? Ach, halt bloß die Klappe, Frau Neunmal klug. Der wird es schon wissen. Deine scheiß Shakes haben mir ja auch nicht geholfen. Gut, dachte ich bei mir. Dann soll es so sein. Immer schön rein mit dem Pharmadreck. So wie sein Arzt der Beste seines Fachs war, war es auch Bernd im Bereich Häuserverkauf. Und so erzählte er mir ganz frech, dass er auf Ibiza jetzt Angebote hätte. Da müsste er hin, viele Verhandlungen, aber alles natürlich vom Allerfeinsten. Und wenn er diese 2 Immobilien verkauft hätte, dann würde er nur noch lachend in den Schlaf kommen. Ich schmunzelte. Diese Geschichten hatte ich früher alle geglaubt, und eine innere Gewissheit stieg in mir hoch. Alles läuft doch. Da brauchte ich mir nur seine mittlerweile auf das Dreifache angeschwollenen Fußgelenke anschauen. Sein aufgedunsenes Gesicht, die schwere Atmung kam noch hinzu. Nur, und das war immer anstrengend, wenn er mir kurzerhand offenbarte, schnell irgendwohin zu fliegen oder längere Zeit wegzubleiben, musste ich mich strategisch auf die Gabe oder das Weglassen der Lithiumtropfen einstellen. Schließlich durfte das nicht auf mich zurückfallen. Während er seine AB 3.0 mittlerweile nahm, eines der stärksten auf dem Markt, war er ja durchfallfrei. Nur leider ließ er hier und da eine Pille aus oder setzte die AB-Kur früher ab. Das darfst du doch nicht. Eine Selbstmedikation kann die Nebenwirkungen von AB verschlimmern bzw. die Bakterien noch resistenter machen. Aber auch diese Anmerkung winkte er mit den Worten ab: Ja, und du weißt das. Natürlich sagte ich ihm das, denn sobald er nicht täglich seine 3 Pillchen von Dr. Klügelei schluckte, schwollen seine Gelenke ab. Ich wusste ja, solche Schwellungen, auch im Gesicht, waren nicht ohne und konnten zu Herz- und bestenfalls Nierenversagen führen. Daher immer schön schlucken. Machte er aber nicht. Aber vieles in ihm schien schon im Argen zu sein, ganz ohne mein Zutun. Doch er erholte sich auch so schnell wieder. Kaum war AB 3.0 abgeschlossen, mussten die Tröpfchen also wieder her. Die große Flitzekacke begann erneut, und ich sagte nur noch zu ihm: Hab ich dir nicht gesagt und es dir auch nicht im Internet gezeigt, dass das Antibiotikum nicht wirken kann, wenn du es einfach absetzt oder nicht regelmäßig nimmst? Jetzt hast du wieder die ganze Scheiße und alles stinkt. Kleinlaut sagte er: Ja, und wählte die Nummer vom Taxi. Und ab ging es zu Dr. Klügelei. Und man will es auch nicht glauben, aber er hielt an seiner Kur fest und es gab AB 4.0. Sehr zu meiner Freude. Doch vorher musste ich noch einmal kurz durch die Hölle. Völlig zerrissen, innerlich und äußerlich, lief er schreiend und spuckend durch die Zimmer und tobte und warf Gegenstände durch die Luft. Und als er mich erblickte, dachte ich, ich sähe Godzilla vor mir. Er schüttelte seinen Echsenkopf. Ich starrte ihn ungläubig an. Was um alles in der Welt? Seine großen Pranken mit langen schwarzen Krallen umfassten den Sessel vor ihm, und mit Leichtigkeit hob er ihn, als wäre dieser aus Styropor, und warf ihn zu mir.
Ich duckte mich und rannte weg. Ich lief in meiner Panik zu unserer Nachbarin, der Blauregen-Gertrude. Ich wusste, sie war da. Sie war immer da. Ihr Mann hatte es mit seiner technischen Kreativität bei Mercedes zu großem Reichtum geschafft, war leider seit 2 Jahren ein Pflegefall. Als sie mich mit entsetztem Ausdruck, panischen Augen und klopfendem Herzen vor sich in der Tür stehen sah, zog sie mich mit einem kräftigen Ruck ins Haus und verriegelte nicht nur die Haustüre, sondern auch alle anderen Türen zum Garten und die Fenster gleich mit. »Sage nichts, ich habe ihn brüllen gehört. Was sollen wir machen?« Ich antwortete, nichts. Wir standen am Fenster mit Blick zum Hof, und wenige Minuten später hörten wir das Martinshorn. »Hast du den Rettungswagen gerufen? Also, ich hätte die Polizei alarmiert.« Daraufhin zuckte ich mit den Schultern. Ich? Ich habe gar nichts gemacht. Die Sanitäter klopften und klingelten, und ich sah ihn vor meinem geistigen Auge, wie er vollkommen irre erstmal die Überwachungskameras checkte, wer da an der Tür stand. Doch als ich nichts tat, und zwar gar nichts, knuffte mich unsere Blauregen-Nachbarin in die Seite. »Der macht nicht auf. Vielleicht nie wieder?« »Ha, schön wär's«, entkam es meinem Mund, und ich lächelte. »Weißt du, wenn man Blauregensamen trocknet und raucht, dann ist die Wirkung so ähnlich wie ultraviolettfarbene Brillengläser. Man nimmt die unmöglichsten Dinge wahr.« Meine Nachbarin Gertrude sprach mit einer unerwarteten Ernsthaftigkeit. »Mein Mann, der da oben so viele geistreiche Ideen zu Lebzeiten hatte, war ein brillanter Kopf, und seine Aufzeichnungen sind mir heute noch Gold wert. Was meinst du, wie viele von diesen Wesen uns umgeben? Und die meisten meinen es nicht gut mit uns? Irgendwo kann ich sie auch verstehen, in Anbetracht unserer menschlichen Verbrechen. Aber nicht jeder Repto, auch nicht jeder Mensch ist böse. Was aber gewiss ist, dass der da«, sie zeigte mit dem Finger zu den Sanitätern, die immer noch versuchten, durch Klingeln und Klopfen und Rufen hineinzugelangen, »der da ist abgrundtief böse. Also lassen wir ihn verrecken.« Mit völlig entgleister Miene schaute ich sie an. »Das hättest du mir aber auch schon mal eher verraten können.« »Ja, wusste ich denn, ob du dafür bereit bist? Du hättest mir ja die mit den weißen Jacken auf den Pelz jagen können.« »Ja, stimmt. Aber jetzt habe ich es gesehen.« »Was machen wir jetzt?« fragte ich sie. »Abwarten.« Mit einem Mal gab es ein lautes Geklirr, und wir beide riefen synchron: »Jetzt sind sie drin!« Als nach einer gefühlten Ewigkeit Bernd auf einer Bahre mit Decke über den Körper und Kopf abtransportiert wurde und wir nur den schuppig grünbraunen Echsenschwanz an der Seite herunterbaumeln sehen konnten, mussten wir lauthals anfangen zu lachen. »Wenigstens ist er da gut bestückt«, entfuhr es uns. Wir hielten uns gegenseitig die Münder zu, denn keiner durfte wissen, dass wir Zeugen waren. Wer weiß, was mit uns noch passiert wäre. Die Obduktion ergab, da sich seine Ex-Frau und seine Kinder aus erster Ehe doch so ihre Gedanken machten, ob das alles mit rechten Dingen gelaufen war, dass er an akutem Organversagen verstorben war und nicht etwas anderes oder jemand anderes Schuld an seinem Dahingehen hatte. Die konnten mich noch nie leiden und ich sie auch nicht. Aber der Befund war eindeutig. Nierenversagen aufgrund körperlicher Schwäche und möglicherweise hervorgerufen durch einen Medikamentencocktail, den auch sein Herz nicht vertrug. Merke, nichts ist so tödlich wie die Pharmakologie. Was mir noch zu Ohren kam, war, dass seine Kinder einige Fragen an Dr. Klügelei hatten. Der muss dann auf komische Weise abhanden gekommen sein. Bis heute gilt er als verschollen, irgendwo auf Ibiza. Einige Wochen waren seitdem vergangen. Ausgezogen bin ich noch nicht. Es ist einfach zu schwierig, die passende Immobilie zu finden. Aber das wissen Sie wahrscheinlich auch nur zu gut. Aber eines lässt mich des Nachts nicht so gut schlafen. Der Gedanke, er könnte womöglich doch noch am Leben sein.
Denn als ich vorgestern auf dem Weg nach Hause war, hatte ich einen Autounfall. Nicht schlimm, nur Blechschaden. Der Werkstattmeister, wir kennen uns schon länger, meinte, dass jemand die Bremsschläuche durchgeschnitten hätte. Auch sprach er von einem nicht fachgerecht aufgeschraubten Reifen. Fragezeichen über Fragezeichen schwirren seitdem über mir in der Luft. Und ich ahne, dass mich zukünftig nur der Samen des Blauregens und meine Nachbarin und mittlerweile Freundin, die Blauregen-Gertrude, schützen können. Wie bringe ich ihn um? In 10 Tagen. Geschrieben von Romy van Mader. Gelesen von Anja Klukas.